Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de für die neue Saison 21/22. Hier vor mir der neue Algis, der neue Top-Schuh von Hummel, was er kann, was er nicht kann, jetzt im Detail. Zunächst einmal der Name Algis, nordische Rune. So werden jetzt mittlerweile alle Hummelschuhe im Top-Bereich bezeichnet. Kann man mögen, muss man nicht, macht die Bezeichnung etwas komplizierter. Das ist auf jeden Fall der Top-Schuh für 130 € und hier links von euch das Mid-Cut-Modell für 150 €. Wir haben bei beiden eine Booty-Konstruktion. Ich gehe gleich auf das Mid-Cut-Modell nochmal gesondert ein. Vielleicht erstmal den Schwerpunkt, den Hummel hier setzt. Einerseits logischerweise Performance, das muss sein, aber auf der anderen Seite auch ökologischen Fußabdruck verringern. Wir haben hier viele nachhaltige Materialien verbaut. Wir haben zum Beispiel im Mesh-Material, was ihr hier an der Seite seht, haben wir 100% recyceltes Material in der Innensohle, ausschließlich aus recycelten Materialien auch. Teile der Dämpfung sind aus recyceltem Material erstellt worden und somit beim Thema Nachhaltigkeit dieser Schuh auf jeden Fall relativ weit vorne mit dabei. Wir haben hier vorne im Zehenbereich eine relativ schöne Wildlederkappe hier vorne, die den Fuß sehr angenehm im Schuh hält vorne. Eine relativ hohe Außensohle, hier vorne fast bis über die Zehen hinweg aufgestellt und damit Grip in allen Lagen des Schuhs. Das Mesh-Material habe ich schon angesprochen und was wichtig ist an der ganzen Sache ist hier diese Booty-Konstruktion. Ihr schlüpft rein in diesen Socken, habt eine relativ dicke Polsterung, also auch ein sehr angenehmer Tragekomfort und seid dann relativ fest in diesem Schuh, könnt ihn auch noch relativ hoch schnüren hier vorne, sodass euer Mittelfuß sehr eng in diesem Schuh sitzt. Der Schuh ist weder besonders leicht noch besonders schwer, ich würde sagen so im Durchschnitt der Top-Modelle ist relativ steif in der lateralen Bewegung nach außen. Das heißt, hier habt ihr einen sehr, sehr stabilen Schuh ja, gerade für alle Leute, die Probleme mit ihrem Sprunggelenk haben, dann hier auch in der Mid-Cut-Variante auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die Sohle so halb durchsichtig, hinten auch relativ hoch aufgestellt, mit einem guten Grip, nichts Besonderes, Dämpfung ist in Ordnung für diesen Top-Bereich. Eine gute Mischung aus Nachhaltigkeit und ein bisschen ökologischem Fußabdruck, den ihr verringern könnt und auf der anderen Seite ein guter Performance-Schuh. Für 150 €, also 20 € mehr, gibt es das Ganze nochmal mit so einer hohen Socke, die elastisch ist und sehr schön euren Knöchel umschließt und damit nochmal das Gefühl der Stabilität nochmal ein bisschen erhöht. Alle anderen Performance-Daten sind genau die gleichen wie beim Downgrade für 130 €. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns auf Instagram oder auf Facebook oder über unseren YouTube-Channel. Das ist der neue Algis, das neue Topmodell von Hummel für die Saison 21/22. Viel Spaß!